Jeder kennt die bedeutungsvollsten Worte einer Hochzeitszeremonie: bis dass der Tod euch scheidet. Sie symbolisieren ewige Liebe, ein festes Versprechen, gemeinsam bis ans Ende der Tage zu bleiben, ungeachtet aller Herausforderungen und Überraschungen, die das Leben bereithalten mag. Für viele Paare ist dieses Gelöbnis mit Freude und Hoffnung verbunden, umgeben von Glück und festlicher Stimmung. Doch für ein junges Paar, das sich entschied, seine Liebe inmitten der majestätischen Schönheit der Schweizer Berge zu besiegeln, nahm der glücklichste Tag ihres Lebens eine tragische Wendung. Nur 30 Minuten nach dem Ja-Wort, kaum dass sie ihr gemeinsames Leben begonnen hatten, wurde ihre Geschichte durch ein brutales und unerwartetes Ereignis abrupt unterbrochen. Kleber und Elisa verband eine Liebe, die vom Schicksal selbst zu stammen schien. Seit ihrer Kindheit, als sich ihre Wege in den Schulfluren kreuzten, bauten sie eine besondere Verbindung auf, ein Band, das der Zeit standhielt und mit ihnen wuchs. Beide stammten aus wohlhabenden und einflussreichen Familien, bewegten sich in denselben gesellschaftlichen Kreisen und besuchten renommierte Schulen. Diese ständige Nähe führte dazu, dass sie sich in der Jugend noch näher kamen. Mit 16 Jahren entschieden sie sich, offiziell ein Paar zu werden, ein Schritt, den viele als verfrüht betrachten würden, der für sie jedoch nur der Beginn einer starken und unerschütterlichen Liebesgeschichte war. Beziehungen, die so früh beginnen, überstehen selten die Veränderungen des Erwachsenenlebens, doch die Liebe zwischen Kleber und Elisa blühte wie ein sorgfältig gepflegter Garten. Im Laufe der Jahre beschritt jeder seinen eigenen Weg und feierte berufliche Erfolge, die ihrem wohlhabenden familiären Hintergrund entsprachen. Doch mit der Zeit wuchs ihre Liebe nur noch stärker und der Entschluss zu heiraten erschien als natürliche Konsequenz, das unvermeidliche Happy End einer Beziehung, die bereits so viele Herausforderungen gemeistert hatte. Aber kein Glück und keine noch so detaillierte Planung hätten sie auf das vorbereiten können, was bald geschehen sollte. Ihre Beziehung basierte nicht auf Bequemlichkeit oder finanziellen Interessen. Es war eine aufrichtige Liebe, gegründet auf gegenseitigem Respekt und tiefer Verbundenheit. Elisa und Kleber schienen füreinander bestimmt, das perfekte Paar. Ihre Familien waren überglücklich über diese Verbindung. Zusätzlich gab es einen weiteren Vorteil: der Zusammenschluss zweier einflussreicher Familien würde ihre Macht noch weiter stärken. Doch das Wohl und das Glück der beiden standen immer an erster Stelle, nicht die geschäftlichen Interessen. Eines Tages beschloss Elisa Kleber, mit einer Reise nach Dubai zu überraschen. Dort checkte das Paar in einem luxuriösen Hotel ein, das eine atemberaubende Aussicht auf die pulsierende und moderne Stadt bot. Kleber erkannte, dass dies der perfekte Moment war, um ihr einen Heiratsantrag zu machen. Wochenlang plante er jedes Detail, suchte den idealen Augenblick und den perfekten Ort. Er wollte, dass es unvergesslich wurde, ein einmaliges Erlebnis nur für sie beide. Er kaufte einen atemberaubenden Ring mit einem unglaublich wertvollen Diamanten. Kein Aufwand war ihm zu groß, denn er wusste, dass Elisa diesen besonderen Moment verdiente. Als sie in Dubai ankamen, fühlte sich alles magisch an, genauso wie sie es sich vorgestellt hatten. Die Stadt empfing sie mit offenen Armen und die erste Woche verging mit Sonnenschein und unvergesslichen Erlebnissen. Durch die privilegierte Stellung ihrer Familien hatten sie Zugang zu Erlebnissen, die den meisten Touristen verwehrt blieben. Sie mieteten luxuriöse Autos, besuchten die exklusivsten Clubs und speisten in weltberühmten Restaurants. Alles trug dazu bei, dass diese Reise perfekt wurde. Doch Kleber hatte noch größere Pläne. Während der gesamten ersten Woche war er von einer Mischung aus Nervosität und Vorfreude erfüllt. Was, wenn Elisa seinen Antrag ablehnen würde? Dieser Gedanke ließ ihn nicht los. Aber in einer sternenklaren Nacht fasste er endlich den Mut. Mit klopfendem Herzen kniete er sich hin und stellte die lang ersehnte Frage. Kaum hatte er den Satz beendet, rief Elisa mit leuchtenden Augen ein begeistertes »Ja« und fiel ihm in die Arme. Sie küssten sich unter einem Himmel, der von Feuerwerken erhellt wurde, und träumten von dem wunderbaren Leben, das sie gemeinsam aufbauen würden. Ein Jahr später war der große Tag gekommen. Sie wählten eine atemberaubende Kulisse.
ein Schloss in den Schweizer Alpen. Das Hotel bot eine spektakuläre Aussicht auf blühende Wiesen, einen smaragdgrünen See und im Hintergrund eine imposante schneebedeckte Berglandschaft. Die Kosten für diesen exklusiven Veranstaltungsort waren astronomisch, eine Summe, die nur wenige bereit gewesen wären auszugeben. Doch für einen so besonderen Anlass gab es keine finanziellen Einschränkungen. Jedes Detail wurde sorgfältig geplant, um eine einzigartige und unvergessliche Erfahrung zu schaffen. Dieses Ereignis war nicht nur eine Hochzeit, es war eine Feier, die den Gästen für immer im Gedächtnis bleiben sollte. Mehr als 300 Personen, darunter Familienangehörige und engste Freunde, reisten an diesen paradiesischen Ort, um der Vermählung des Paares beizuwohnen. Eine Verbindung, die genauso beeindruckend war wie ihre Liebesgeschichte. Währenddessen bereitete sich Elisa in einem separaten Raum auf den großen Moment vor, umgeben von ihren Freundinnen und einer Atmosphäre voller Emotionen und freudiger Erwartung. Ihr Kleid, ein wahres Meisterwerk der Haute Couture, war aus rein weißer Seide gefertigt und schmiegte sich perfekt an ihre elegante Silhouette. Die lange Schleppe glitt sanft über den Boden und reflektierte das goldene Licht der Abenddämmerung. Ihr Haar, kunstvoll geflochten, war mit kleinen funkelnden Kristallen verziert, während ein leichter zarter Schleier im sanften Bergwind tanzte. Als schließlich der große Moment kam, schlug ihr Herz schneller. Während sie den Gang entlang schritt, spürte Elisa, wie ihre Beine zitterten, als sie Kleber am Altar auf sie warten sah. Er war sichtlich gerührt, seine Augen funkelten vor Liebe und Tränen drohten über seine Wangen zu laufen. Der tiefe Blick, den sie einander zuwarfen, ließ eine Welle des Glücks und der Dankbarkeit durch ihren Körper strömen und unaufhaltsam rollten Tränen sanft über ihr Gesicht. Kleber hingegen stand da, imposant und elegant in seinem maßgeschneiderten Anzug, gefertigt aus dem feinsten Stoff, den man bekommen konnte. Sein strahlendes Lächeln erhellte den ganzen Raum und der leichte Dreitagebart verlieh ihm einen noch unwiderstehlicheren Charme. Er war genau der Mann, den Elisa sich immer an ihrer Seite erträumt hatte. Ihn dort zu sehen, bereit, ihre Liebe vor aller Welt zu besiegeln, ließ ihr Herz schneller schlagen. Endlich war der lang ersehnte Moment gekommen. Unter den aufmerksamen und gerührten Blicken der Hunderten von Gästen wurden sie zu Mann und Frau erklärt. Ein leidenschaftlicher Kuss besiegelte ihre Verbindung und löste begeisterten Applaus und sehnsüchtige Seufzer unter den Anwesenden aus. Es war die Verwirklichung eines Traums. Nach Jahren voller Liebe, Vertrautheit und gemeinsamer Zukunftspläne waren sie nun endlich verheiratet und bereit, ein neues Kapitel ihres Lebens zu beginnen, ein Leben voller Versprechen und Hoffnungen. Kleber konnte sich ein Lächeln nicht verkneifen, als er daran dachte, wie nervös er ein Jahr zuvor in Dubai gewesen war, als er Elisa um ihre Hand bat. Doch als er nun seine atemberaubende Braut betrachtete, wusste er, dass es die beste Entscheidung seines Lebens gewesen war. Was Elisa nicht ahnte, dieser Tag sollte noch unvergesslicher werden. Ihr Vater hatte eine unglaubliche Überraschung für seine Tochter und ihren frisch angetrauten Ehemann vorbereitet. Ein leises Summen begann in der Ferne, wurde immer lauter und erfüllte schließlich die Luft. Als das frisch verheiratete Paar aus der Kapelle trat, wurden sie von dem atemberaubenden Anblick eines luxuriösen Helikopters überrascht, der direkt im Garten vor ihnen landete. Elisas Vater hatte einen exklusiven Flug für die beiden organisiert, ein Geschenk, das diesen Tag noch magischer machen sollte. Strahlend vor Glück stiegen die beiden in den Helikopter und machten einige Fotos am Eingang des Luftfahrzeugs, um diesen Moment für die Ewigkeit festzuhalten. Sobald sie Platz genommen hatten, gab der Pilot den Gästen Anweisungen, sich in sicherer Entfernung aufzuhalten, bevor der Start erfolgte. Der Plan war, die spektakulären Landschaften der Region von oben zu bewundern, über blühende Wiesen hinweg zu fliegen, die Berggipfel zu umkreisen und den smaragdgrünen See zu überqueren. Es sollte zweifellos eine außergewöhnliche und emotionale Erfahrung werden. Das Dröhnen der Rotoren erfüllte die Luft, während sich die Blätter immer schneller drehten. Langsam begann der Helikopter an Höhe zu gewinnen und die frisch Vermählten winkten ihren Gästen lächelnd zu,
überwältigt von der Schönheit des Panoramas, das sich vor ihnen ausbreitete. Doch plötzlich geriet alles außer Kontrolle. Eine unerwartete heftige Windböe erfasste die Maschine und brachte sie ins Wanken. Der Pilot kämpfte verzweifelt darum, den Helikopter zu stabilisieren, doch im Bruchteil einer Sekunde versagten die Motoren. Nur wenige 100 Meter über dem Boden begann der Helikopter unaufhaltsam abzustürzen. Es blieb keine Zeit, ein Notfallprotokoll einzuleiten. Unkontrolliert raste die Maschine gegen die felsige Bergflanke und explodierte im nächsten Moment in einem gewaltigen Feuerball. Die Gäste waren wie erstarrt und sahen mit ungläubigem Entsetzen zu. Schockierte Schreie durchbrachen die Stille, doch es gab nichts, was noch getan werden konnte. Kleber, Elisa und der Pilot verloren auf der Stelle ihr Leben. Was als perfekter Tag hätte in die Geschichte eingehen sollen, als Beginn eines neuen Lebens zu zweit, verwandelte sich in eine unvorstellbare Tragödie. Während sich eine dichte, schwarze Rauchwolke in den strahlend blauen Himmel über den Bergen erhob, glitt Elisas zarter, weißer Brautschleier langsam durch die Luft und landete zwischen den Wildblumen an der Berghang, dort, wo er seine letzte Ruhe fand. Kommentieren Sie unten, was Sie von dieser Geschichte halten und aus welcher Stadt Sie uns zusehen. Hinterlassen Sie ein Gefällt mir und abonnieren Sie unseren Kanal, damit wir gemeinsam eine große Gemeinschaft aufbauen können, die inspirierende Geschichten teilt. Vielen Dank fürs Zuschauen.